Post Malones Top 10 Decks. Ich bin gespannt, wie die aussehen und was der Mann so alles ausgegeben hat. How many Commander decks do you have right now? I think 20 or 21. Boah, da habe ich auch schon mal gesagt, sorry, dass ich gleich unterbreche, aber das ist halt einfach meine Leidenschaft. 2021 Commander Decks ist echt schwierig zu managen, finde ich persönlich. Also ich habe jetzt auch schon mehrere Kommentare bekommen, die sagen, ja, das ist easy, aber für mich ist es doch immer noch ein bisschen schwierig. Nice. And three that aren't done, that I'm still working on. So you're gonna be close to 25. Yeah. You went from 4 to 25 in like 6 or 7 weeks. Yeah, it's rough. It's hard to keep up with. I mean, you know. Hi, it's Sean from Complete Magic, and today we're delving into Post Malone's top 10 Magic the Gathering Commander decks. Everyone knows of Post Malone. He's a singer-songwriter that's racked up over 30 awards and is relentless on the Billboard charts. Posty is also one of the largest whales in Magic the Gathering, reportedly having spent over $1 million on collectible cardboard, with the bulk of it Der hat schon viel mehr ausgegeben, sage ich euch. on a single card. What is the highest amount of money you ever paid for a Magic the Gathering card? $800,000. Unfucking-believable. Look at you, $800,000. That Black Lotus isn't even playable in Commander, but he also spared no expense on his favorite decks. He started with only a handful of EDH decks, but has since become an obsessive deck builder. Post has made over 20 Commander decks before he even signed his big deal with Wizards. He's clear on his favorite and most powerful decks, so let's get into the top 10. At number 10, we have Chishiro, the Shattered Blade, with the whole deck costing a measly 6.500 Euro, Leute. Boah. Also so viel ist, glaube ich, nicht mal meine komplette Sammlung wert. Neo-Precon. Ja, stimmt. War tatsächlich ein Precon. Wenn es ihm so gefallen hat, kann es gut sein, dass er sich dann halt auch geupgradet hat dann komplett. Oder er hat sich überhaupt das Precon gar nicht geholt. $6,500. It's certainly not his most powerful deck, but he has some interesting lines in there. Fun. Gobbles. I don't want to make any more enemies at the table, but... You can still attack him. Yeah, you know what? Was wir auch machen könnten, habe ich jetzt gerade wieder dran gedacht. Die Untertitel an, oder? Wäre vielleicht nicht schlecht. I'll hit Jimmy for 4. I'm not blocking. I'll take 4. I'll go to 30. This deck is actually a heavily upgraded precon. He used the debut Kamigawa Neon Dynasty with Game Knights, as you just saw. You can get the precon for a cool $29. So yeah, Post list is heavily upgraded with expensive cards like Sword of Fire and Ice, Sword of Feast and Famine, Hoof, Doubling Season. Das sind alles so Karten, die echt heftig sind. Also das Einzige, was man halt budgetmäßig dann dagegen machen kann, ist zum Beispiel, das Problem ist, Creator of Behemoth musst du countern, weil sobald er den ETB-Trigger hat, ja, hast du ein Problem, weil das ja dann trotzdem gilt, auch wenn er weg ist. Und Doubling Season brauchst du einfach Enchantment Removal. Und bei den 2 Schwertern, die sind schon echt solide. Along with Red Staples, Dockside and SWAT. Ja, also Dockside und Deflecting SWAT. Mit Dockside gibt es halt Möglichkeiten, Infinite zu gehen, vor allem in den Ghoul-Farben. Das wäre dann halt so der Klassiker und Deflecting SWAT. Ich glaube, es ist halt nicht CEDH-mäßig gebaut, weil dafür einfach der Commander nicht genügend hergibt, aber er hat es auf jeden Fall ordentlich gepumpt. For such a low power precon, this is probably the most expensive version of it in the world. Coming in at number 9 is Post Karth the Lion. This dude cares so much about planeswalkers that he makes their loyalty abilities one less to activate. This allows a few planeswalkers to hit their ult when they come in, creating emblems. These emblems are near. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich kenne den Commander, aber ich dachte mir damals immer, du musst schauen, was du mit ihm machst, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Aber das ist eine gute Idee, muss ich mir mal merken. Impossible to get rid of, so it's a solid strategy. Of course, Post splashes some counter-enable. Ja, das ist halt, ja, wenn du das Deck dann halt bauen willst, diese ganzen Doubling-Zeugs, ich glaube, da zahlst du trotzdem 150 für alle die guten Effekte, die Sachen duplizieren. And plenty of tutors to help them find answers and be reactive in the game. The first commander he played on Kosten zusätzliches +1 zum Aktivieren. Ach so, und es reduziert dann die Kosten von der Ultimate. Jetzt habe ich es verstanden. Da hatte ich gerade kurz einen Hänger drin. Camera, Marieki Rebarrett let the world know that Posty loves Magic the Gathering. I'm gonna start by equipping the Sword of Feast and Famine to a zombie token. Okay. And then I will play Sun Quan, Lord of Wood. Horsemanship! Marieki is an old school
Horsemanship ist tatsächlich, also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch vor allem durch diese Game Nights echt nochmal richtig populär geworden. Commander from the EDH days where we grabbed the gold legend and threw together another 99 to play. It's not that high powered and the deck is relatively inexpensive for post standards. More than half of the $2,200 cost is in 3 lands: Tundra, Scrubland, and Underground Sea. Besides controlling other creatures directly, the idea behind this deck is to tap Marieki all night long, since it's loaded with cards that let you untap her. Once you get a few of these down, she can quickly grab all the creatures in play. Feldin comes in at number 7 and Fehlen auch einer meiner Lieblingskarten, aber das war so eine Problematik mit dem, also die kriegt Eile und man muss sie opfern zu Beginn vom nächsten Endstep. Genau, create a token that's a copy. Ich weiß nicht, entweder Enter the Battlefield-Effekt, doch die müssten trotzdem triggern, aber irgendwie habe ich Bauchschmerzen mit dem Deck bekommen und habe deswegen aufgehört daran zu basteln. Aber ist auch auf jeden Fall eine der interessanteren Karten, definitiv. is another commander that has been around for a while that Post played several months ago. I'm actually happy about this deck though. Ich glaube, das ist das Format I Hate Your Deck. Ja, also da spielen die echt krasses Zeug. I would say you popped off. This deck is actually fucking crazy. Oh, that deck was insane. Oh, it's your turn. This is my first time playing with it. So thanks for a fun game. This deck spares no expense with blinged out cards costing a total of $7,500. With this deck, he's trying to wheel a few creatures into his graveyard to bring back with Feldin and then smash some faces in with multiple attack steps. If that doesn't work as fast as he wants it to, he's got Blood Moon effects and a Hellkite to back Sind schon sehr viele Salty Cards drin. it up. Grist is a spicy commander at the number 6 spot. It vomits insects onto the board as it self-mills to great effect and is one of those go big or go home builds. Posty Ist auch mit die Karte mit einem der einzigartigen Effekte, weil solange Grist der Hungertide nicht im Spielfeld ist, ist es ein 1-1er Insektkreatur, zusätzlich zu ihren Kreaturtypen. Also das sieht man wirklich nirgendwo. He ups the power of this with a Bayou, token doublers, and blinged out big ramp artifacts. Lathril, Blade of the Elves, is a solid elf commander, and Posty puts his skills on display. Ich weiß, ich krieg da immer ein bisschen Magenschmerzen bei den Elfen. Auf der einen Seite finde ich sie cool, ich finde Goblins cooler. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Und ja, das Problem bei Lathril habe ich irgendwie, er ist zu einfach gebaut, weil es ist klar, was er macht. Du machst so viele Tokens und du kannst deine Elfen tappen, um die Gegner dann Leben verlieren zu lassen. Also für mich ist es ein bisschen zu einfacher, aber ja. Ihr habt ja den unheimlichen Vorteil, den gibt es als Precon. Gibt es eigentlich einen Goblin-Precon? Ich weiß, dass es den Diretti, also den Monoroten als Commander-Deck gibt. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Aber es gibt noch kein Goblin-Precon-Deck. Müsste eigentlich auch mal eins kommen. Weil jetzt kommt das 5. Mal Vampire, dann Mehrvolk ist jetzt dran. Eigentlich sollte Goblins mal wieder dran kommen. In one of the I Hate Your Deck videos over a year ago when they were playing Tribal. I'm here. I'm gonna play Lathril, Blade of the Elves, and I'm gonna try and make some elves. I'm gonna try and do some cool kind of stuff, and everybody should really like it. And most importantly, I love playing Paper Mac. Also kann man sagen, was man will. Post Malone, ein richtiger Süßer. Also mit allen Interviews, die ich bis jetzt gesehen habe und auch bei den Game Nights, der Typ muss richtig chillig unterwegs sein und Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wird er nie sehen, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Also der wirkt auf jeden Fall echt korrekt. Lathril is one of the most popular elf commanders by far now, giving you a quality backup option to overrunning your opponents. This Teferi deck cost a whopping $21,000. Ich bin jetzt nur kurz am Überlegen, bei 21.000 Euro, was da alles drin ist. Time Spiral. Achso, das ist das Set. Ich glaube, der Teferi kam sogar eine Set-Ding rüber, also früher raus. Das müsste das Time Spiral Remastered Set-Symbol sein, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also der kann ich vielleicht vorlesen, weil ich den auch mit am einprägsamsten finde von den Effekten. 5 Mana 3/4, Flash. Und Kreaturenkarten, die du kontrollierst, die nicht auf dem Spielfeld sind, haben dann Flash. Und der Gegner kann nur Sprüche wirken zu dem Zeitpunkt, an dem eine Hexerei wirken kann. Man denkt immer so auf den ersten Blick, ja, ist eigentlich kein Problem. Was ist ein ziemliches Problem. Bei 21.000, was wird denn da drin sein in Blau? Also ich denke, ja, wird er gleich zeigen, diese eine typische blaue Karte, die besagt, man mischt sein Deck wieder zurück und dann zieht jeder 7 Karten, so in Richtung. Here's how Post describes it in Tabletop Jocks.
Ich glaube, Time Walk ist verboten tatsächlich, ja. Cover the island. What is going on? Yo, this deck is actually pretty wild. We know. I like that you're just discovering this. No, it's actually pretty fun. Snow covers the island. This Teferi deck is built as a more defensive Urza deck with a similar artifact package, win cons, and just Ja, da haben wir es wieder. Also, Tassis Oracle und Walking Ballista, muss man sich dann die Frage stellen, ob man Bock hat, so zu gewinnen. Weil es halt einfach meistens, also vor allem in blauen Decks, dann halt die einzigen Win-Cons sind. Also mit Walking Ballista ist obvious, ihr wollt Infinite Mana machen. Und Tassis Oracle, ja, ihr schaut halt irgendwie, dass ihr euer ganzes Deck zieht oder dass ihr euer ganzes Deck gemillt habt. Es ist cool, es macht beim ersten Mal Spaß, macht beim dritten Mal Spaß, weil ihr auch vielleicht ein bisschen anders da rumkommt. Und nach dem 20. Mal, das ist dann halt eher so CDH und dann habt ihr wieder das Problem, dass Teferi dir halt nicht so ideal ist. just how it's slammed with counterspells. I mean, a lot Und Counterspells, sag ich euch ganz ehrlich, wenn ihr 4 Games am Abend spielt, ihr wollt nicht die ganze Zeit blau spielen. of counterspells, 14 to be exact, that are of course paired with the Isochron Nope Scepter. The Beamtown Bullies are a Isochron Scepter kann ich auch noch vorweg gleich sagen. Wenn ihr solche Decks öfter spielt, bereiten sich die Leute darauf vor. Die sehen das einmal, die schauen das da zweimal zu und dann spielen die auch ein Deck mit Counterspells oder mit Artefakt zerstören. Da muss man wirklich überlegen, dass man halt einen angenehmen Commander findet, gute Karten, auch halt klar Threads aufbaut, aber sie so aufbaut, dass man sie beschützen kann oder trotzdem Value draus bekommt. Und wenn ihr mit dem Isochron Scepter Worst Case etwas exiled und halt einen Counterspell habt, den müsst ihr die ganze Zeit offen halten, Mana offen halten. Also es ist nicht so einfach, wie es immer wirkt. blast to play. Posty has fun with it too. Guys, I honestly really don't know what to do because I'm like, I have so many plays. World of Dragon. Oh, dang it. I feel that sucks. Shoot. What a terrible problem to have. So many plays. It comes in at the lower end of Post Malone's deck budget at only $2,700, but it's got to be worth it. Nothing quite as fun as gifting a friend. Also Beamtown Bullies finde ich jetzt auch ein bisschen interessanter. Wachsamkeit Eile ist auch, also ist gut auf jeden Fall, weil für 4 Mana könnt ihr ihn gleich spielen. Und er hat den Effekt, ihr könnt damit angreifen und er hat den Effekt. Ein Gegner, wessen Turn es ist, tut eine nicht legendäre Kreaturenkarte ins Spielfeld, kriegt Gold. Sie kriegt Eile, sie goadet ihn und zum nächsten Endstep exiled man es. Holy. Den Kollegen muss ich mir aufschreiben. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ihr habt da mehrere Vorteile. Also ihr könnt immer entscheiden, okay, solange noch Spieler drin sind, bringt der Goat-Effekt was. Und die Karte wird dann exiled und manche Karten wollen wirklich nicht exiled werden. Friend a leveler during their upkeep. Keurig either helps you win fast or makes you lose trying. Your deck was a problem. It needed to be dealt with. You're both I think welcome. okay. I did I'm what just gonna needed do to be this done. What are because you doing? What are you doing? everybody's What are gonna you doing? fucking kill me anyways. This deck is very competitive and close to Post's heart. It was selected for a secret lair that was released with Jet Medallion and other high-powered cards typically used in a Keurig deck, all with that special Post Malone art that lets you put Posty into your own commander deck. We have Post Malone's #1 deck up next, but we're not beneath begging you to subscribe if you want more top 10s. It's just a click away. But now we're at the top of their list with G steht für Gönn noch an der Stelle. Bei dem Kanal ist das, glaube ich, mit das gehypteste Video, auch zu Recht. Bin ich auch mal überlegen, ob ich sowas mache. Würde euch das interessieren? Und wenn ja, zu welchem Typen? Ich glaube, zum Professor wäre es mit am interessantesten, was der für Decks bastelt, ne? Zer. Posty loves Zer the Enchanter, and it's easy to see why. Should I play my special card? Oh, Okay, do it. I don't think anybody's seen before. Oh, first time when I hit your deck. I hit your deck. I'm gonna play Post the Enchanter. Get out of here. Post is one of a select few to actually get a single print vanity card other than the game's creator, Richard Garfield. Post the Enchanter is a love note from the makers of the game. Zer, on the other hand, is one of those kill-on-sight commanders, though, since he can easily pull win conditions, especially if they are $8,700 worth of win conditions. My name is Sweaty Austin. Because goddamn, it is so hot in here. We're here in my man cave. You know, just kicking it. I'm playing Zer. It's not Staxy. It's just cute. We'll let you decide whether it's Das nicht in Stacks hinzubekommen, ist aber auch schwierig. Staxy or cute on your own, though, with cards like Stasis, Arcane Laboratory, and Spirit of the Labyrinth, paired with an Isochron Scepter and 13 counter spells. And there you have it. Post Malone.
Das ist tatsächlich trotzdem dann ziemlich sexy. Habt ihr von den Commandern tatsächlich einen? Dann würde es mich interessieren, schreibt ja gerne mal einen Kommentar, wie gut die performen und bis zur nächsten Top 10.